Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update-Video hier aus meiner kleinen Stadt. Im letzten Update-Video, was hatten wir denn da gemacht? Ich muss kurz mal nachdenken. Ah ja, wir hatten das chinesische Restaurant. Soweit, ja, es ist fast fertig, würde ich mal sagen. Wir schauen mal hier unten rein. Es ist fast fertig, die Küche fehlt, noch ein paar Details, das machen wir irgendwann demnächst mal. Und gestern in einem Sonder-Extra-Video, das kein richtiges Update war, hatten wir ja hier vorne Spider-Man platziert. Hier zusammen mit seinem Erzfeind. Und hier die beiden Bäume gebaut, von denen wir sicherlich demnächst noch weitere bauen werden. Aber heute möchte ich tatsächlich nochmal zum Bahnhof gehen, denn das Projekt muss hier langsam auch mal vorangetrieben werden wieder. Denn es ist noch sehr viel zu tun. Ich schätze locker, dass wir hier noch Dutzende Update-Folgen brauchen werden. Und heute will ich tatsächlich erstmal nur mal an der Fassade erstmal wieder weiterarbeiten. Und zwar würde ich gerne hier auf dem Modul die Fassade so weit hoch bekommen, dass ich sie so habe wie da hinten. Und dann würde ich mich langsam gerne hier rüber bewegen und auch nach da hinten. Mal schauen, wie weit wir kommen. Einfach um hier jetzt mal so ein bisschen einen Blick auf das Ganze zu bekommen. Einfach um zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt, damit wir noch in absehbarer Zeit dort hinten hier rüber bauen können und auch andere Läden bauen können. Hier vorne ist ja immer noch unser Musikladen geplant, also mit den ganzen Bands sage ich schon, mit den ganzen Platten. Und daneben dachte ich, kommen doch die Toiletten heran, dann mal schauen, was da hinten noch alles reinkommt. Hier vorne ja der Lego-Laden, hier dann die erste Klasse Lounge, die kommt da vorne noch rein und dann kommt hier noch irgendwas anderes rein, da müssen wir mal schauen, was. Also hier oben ist eigentlich schon alles relativ gut durchgeplant, aber als allererstes würde ich sagen, wir bauen heute erstmal an der Fassade weiter. Ich habe jetzt die Front hier vorne ein ganzes Stück nach oben gebaut und zwar so weit hoch, dass wir jetzt im Prinzip auf der gleichen Höhe sind wie hier. Wir müssen jetzt hier nur noch oben die tannfarbenen 2x3er Plates aufsetzen. Innen bin ich auch soweit fertig, außer hier drüben. Da drüben habe ich es ein bisschen offen gelassen, weil ich hier nämlich auf jeden Fall noch das Kabel weiter nach oben legen muss, bevor ich jetzt hier die ganzen Wände wieder zumache. Aber das ist auch gerade nicht die Sache, die ich gerade unbedingt machen möchte. Mir reicht es eigentlich erstmal, dass das hier vorne vollkommen okay ist. Wir machen jetzt oben noch die Plates drauf, damit es stabil wird. Und dann schauen wir mal, dass wir hier drüben das gleiche reproduzieren können wie hier unten, damit wir einfach hier oben unseren Streifen bekommen. Da müssen wir wieder mal schauen, wie wir dann noch weiter nach oben kommen. Denn wir haben ja, dieser Streifen ist dann sozusagen das hier. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie oben eigentlich weiter gebaut wird. Dann sind wir eigentlich schon auf einer Höhe, auf der schon bald die eigentliche Dachkonstruktion kommen würde. Denn da seht ihr ja, das hier ist ungefähr die maximale Höhe des Bahnhofs. Da geht es dann oben aufs Dach. Da hatten wir ja auch schon ein paar Ideen. Und zwar kriegen wir in der Mitte eine Kuppel. Das wird noch eine sehr interessante Geschichte. Und hier werden wir ein eher Flachdach machen mit Glaselementen hier in der Mitte, damit eben sozusagen Tageslicht von hier oben durch die Galerie nach unten fallen kann und man auch von oben noch ein bisschen reinschauen kann. Das wird auf jeden Fall auch noch eine interessante Geschichte. Kommt natürlich nicht heute, irgendwann mal, vielleicht noch dieses Jahr, schauen wir mal. Bahnhof ist ja doch recht gut vorangekommen im ersten Jahr der Brickworld. Mal schauen, wo er in einem Jahr steht. Aber ich rede jetzt schon wieder ewig. Ich baue jetzt hier oben erstmal das fertig und kümmere mich dann mal um den Weg nach da drüben. Hier oben ist jetzt alles so weit verbunden durch diese 2x3er Plates, wird das Ganze auch in sich sehr stabil. Das heißt, die innere und die äußere Wand werden eine feste Konstruktion. Dadurch, dass es hier nochmal um die Ecke geht, wird das Ganze eh nochmal stabiler. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch hier vorne jetzt schon mal hier unten alles gefliest. Hier, das ist jetzt sozusagen unser Blick nach innen. Das ist ja eigentlich da die Stelle, wo die Wand noch sein würde. Genauso wie hier. Ist ein bisschen erhoben, damit man einfach die Wand so ein bisschen angedeutet hat. Und ich habe auch die Pfosten hier gebaut, die wir auch hier unten schon haben. Da hinten habe ich noch nichts gemacht, weil wir jetzt erstmal uns um das da vorne kümmern. Und zwar ist jetzt die Frage, wie genau wir hier oben jetzt weiterbauen. Ich habe eine Idee, werde ich gleich testen. Übrigens nicht irritieren lassen von diesen ganzen schwarzen Plates. Die sind da momentan nur da, um diese Dach, beziehungsweise es ist ja das Dach für das chinesische Restaurant und gleichzeitig der Boden für unter anderem hier oben den Lego-Laden, der kommen wird. Das hält einfach nur zusammen, bis dann oben wirklich Sachen auf diesem Modul sind, das hier eingelegt ist, damit eben das Ganze nicht auseinanderbricht. Haben wir auch hier drüben, hier ist es eben nur noch in Dark Bluish Gray. Ist aber eigentlich total egal, weil es kommt eh wieder weg. Ja, ich werde mir jetzt überlegen, wie ich jetzt hier die Konstruktion mache. Also ich weiß ja grundsätzlich wie, die Frage ist nur auf welcher Höhe. Hier sind die ganz langen 16er Bricks, die Technik Bricks. Und hier die dazu passenden Pins in schwarz.
Und dann wird das Ganze, ich schau mal, ob wir das hier irgendwie filmen können. Hier seht ihr es so ein bisschen, da sind die auch drin. Das führt einfach dazu, dass das wirklich sehr, sehr stabil ist, obwohl wir hier nur eine einzige Stütze hier haben, beziehungsweise zwei. Und ja, ich schaue einfach mal, wie ich es weitermache. So, es ist doch einiges mehr passiert als ursprünglich geplant. Und zwar habe ich zum einen jetzt tatsächlich hier drüben auch den mittleren Pfosten, der ja hier hinter der Wand sozusagen ist, und den Außenpfosten so ein bisschen rudimentär. Ihr seht, hier ist alles nur so weit, damit ich hier aufbauen kann. Der Rest kommt dann in einem anderen Video, in einem anderen Update. Und ansonsten habe ich hier oben schon mal alles soweit vorbereitet, dass wir hier jetzt gleich nochmal diese 1x2er Teils in Tann aufbringen können, einfach um hier einen schönen Abschluss zu machen. Habe ich jetzt hier auch nochmal rumgezogen, bis ganz nach vorne fast, damit es einfach mal auf einer Höhe ist. Und so kriegen wir jetzt natürlich einiges an Struktur hier rein. Und natürlich auch, dass das Ganze groß wird. Also wir sehen jetzt langsam auch hier oben, zweite Etage. Wir nähern uns jetzt sozusagen dem Dach oben eigentlich auch schon. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich werde in absehbarer Zeit dann natürlich auch hier hinten mal komplett nach vorne ziehen, die Wand, damit wir dann auch mal mit den ganzen Läden hier drüben was machen können. Und auch hier, wobei gesagt, hier ist ja eigentlich wirklich auch nur der Lego-Laden hier auf der Seite. Das wird eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Ich muss auch noch mehr von diesen Elementen, diesen Stangen kaufen, ist mir halt mir gerade ein, um hier weiter noch das Geländer ersetzen zu können. Denn davon habe ich jetzt, glaube ich, gar keine mehr. Und wir sollten jetzt halt doch mal hier vielleicht fertig werden, damit einfach mal in dem Block hier vorne einiges vorangehen kann. Ansonsten werde ich jetzt einfach, wie gesagt, einfach mal hier die Teils anbringen. Dann hier unten noch eine Reihe von diesen Modified Bricks haben wir ja hier auch gemacht, damit es einfach hübscher aussieht. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an. So sieht es doch gleich ein ganzes Stück besser aus. Also man sieht schon mal einen riesen Unterschied. Vorher sah ja auch die Front noch so aus. Wir hatten ja hier die Bögen noch gar nicht komplett eingearbeitet. Jetzt mit eingearbeiteten Bögen und noch ein bisschen obendrauf sieht es doch gleich viel besser aus. Auch hier ist es deutlich stabiler geworden. Ich habe jetzt auch hier unten nochmal eine Reihe Plates eingesetzt dahinter. Das bringt die ganze Sache nochmal ein bisschen mehr Stabilität. Und was ich mir jetzt auch noch überlegt habe, ganz unabhängig von allen anderen Dingen, die schon besprochen wurden, wo ich noch plane, ist, wir sehen ja jetzt, dass wir hier eigentlich ungefähr immer noch nicht hoch genug sind, um hier hoch genug zu sein, dass der Bogen in der großen Halle reinpasst. Und meine Idee ist, da frage ich euch auch mal, da könnt ihr gerne was in den Kommentaren schreiben, was haltet ihr davon, dass wir hier oben tatsächlich noch eine dritte Ebene einziehen, die jetzt nicht besonders hoch sein wird, also die wird nur so normal hoch sein, wie eben bei so Gebäuden wie hier vorne, also nicht höher als so 6, 7, 8 Bricks, dass da oben einfach die komplette Verwaltung reinkommt. Dann würden wir hier die Galerie weiter hochziehen, einfach außenrum machen mit Glasfront. Und da kämen dann die ganzen Verwaltungssachen rein, wie, was weiß ich, alle Büroräume und wo eben die Technik sitzt und dergleichen. Ich muss mich da immer informieren, was wir noch alles brauchen. Vielleicht wisst ihr ja da ein bisschen mehr als ich und könnt mir was in den Kommentaren dazu schreiben. Aber grundsätzlich die Frage, was haltet ihr von der Idee? Wir würden halt dann noch etwas niedrigere Fenster oben einsetzen. Und wir haben, wie gesagt, wir brauchen eh noch ein bisschen Höhe, um halt hier auf die Höhe zu kommen, dass wir oben wirklich ein Dach reinsetzen können. Und dachte ich, das wäre vielleicht eine ganz gute Lösung, um auch das Problem zu lösen mit den ganzen Verwaltungssachen. Dann könnte man natürlich auch hier vorne wieder reinschauen. Nicht sehr hoch, aber so ein bisschen. Und würde hier einiges sehen und natürlich auch durch die Fenster einiges. Ansonsten denke ich, dass ich jetzt vielleicht hier nochmal kurz so ein bisschen um die Ecke rumbaue, einfach um zu schauen, wie das dann aussehen wird. Und zu schauen, ob ich hier vielleicht noch ein bisschen, zumindest den Ansatz mache, wo jetzt dann später mal der Plattenladen sein wird. Also noch ein paar Kleinigkeiten für heute. Hier seht ihr übrigens meinen Becher mit lauter von diesen kleinen einmal 2x2 Fenstern in Reddish Brown. Davon haben wir ja unglaublich viele. Wir haben ja die großen immer unten und dann oben drüber 3 übereinander von den kleinen. Die habe ich nicht im Lego Store gekauft. Im Lego Store habe ich die alle schon verbraucht. Die im Lego Store hatten übrigens auch praktischerweise schon die Scheiben mit drin, was sie noch günstiger gemacht hat. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Außerdem glaube ich, dass das eh nicht reichen wird, um den Bahnhof fertig zu kriegen. Was ich aber jetzt noch gemacht habe, ist, dass ich da hinten ein bisschen die Wand weiter hochgezogen habe, inklusive Scheiben. Aber ich höre jetzt auf, aus einem Grund, aus Zeitgründen, zum anderen Grund auch, da mir ein paar Steine ausgehen, die ich nachbestellen müsste, um hier weiterbauen zu können. Ich gehe jetzt mal hier aufs andere Objektiv, dann seht ihr jetzt mal ein bisschen besser. Die Front hier hinten geht jetzt auch ganz gut voran. Hier habe ich jetzt einfach fortgeführt die großen Scheiben, die großen Fenster hier und hier. Und da habe ich jetzt mal noch
die Form hier übernommen, aber verschmälert auf 3 Fenster, damit wir hier noch diese Round Bricks mit einbauen können. Ich muss mir hier noch irgendwas Nettes überlegen, hier den Übergang von diesem Stein mit dem Löwenkopf. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich gehe mal hier wieder auf ein normales Objektiv. Sind wir doch hier ganz gut vorangekommen. Ich denke, dass wir dann in absehbarer Zeit dann hier einfach mal anfangen, das ist das Ende des Moduls, dass wir hier unseren Musikshop einbauen, wahrscheinlich bis hierher. Und dann würden wir hier wahrscheinlich noch die Toiletten einbauen, denke ich mal. Einfach damit wir die auch noch reinkriegen. Und was ganz wichtig ist, schreibt mir bitte ganz wirklich wichtig in die Kommentare, was ihr von meiner Idee haltet mit dem dritten, etwas niedrigeren Stockwerk, das ja von der Höhe irgendwie gebraucht wird für eben so technische Aspekte. Und ich würde sagen, der Bahnhof macht sich auf jeden Fall. Ich gehe mal mit euch mal ganz nach vorne nochmal. Man sieht jetzt schon, dass er massiv an Größe gewinnt, allein dadurch, dass jetzt hier rechts auch gebaut ist. Hinten sieht man jetzt auch wieder ein bisschen was. Und auch, dass hier jetzt mal wirklich die Kante erreicht ist von dem Stockwerk. In der Gesamtansicht wird es auf jeden Fall ganz schön, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, das war es tatsächlich für heute. War vielleicht jetzt grundsätzlich nicht so viel. Es hat ja doch einige Zeit gekostet und es sind sehr viele Steine hier drin. Das glaubt man immer nicht. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Fortschritt, um hier oben weitermachen zu können. Was mir aufgefallen ist, dass ich diese Steinreihe total falsch platziert habe, weil ich ja die Fenster auf Bodenhöhe habe. Also das ist auch noch so eine Sache. Und was ich auch noch nächstes Mal machen muss, ist, dass ich muss ja noch ein Kabel hier hochlegen von dort unten. Dann können wir wahrscheinlich auch mal endlich noch, wenn ich hier nochmal aufmachen muss, was ich dummerweise machen muss, weil ich es total vergessen habe. Ich muss noch ein Kabel hochlegen für die Beleuchtung Dach hier oben, so wie wir es dann auch hier gemacht haben, wo ich glücklicherweise mitgedacht habe. Oder da hinten, da sieht jetzt auch das Kabel raushängen. Hier habe ich es total vergessen. Gleiches Spiel übrigens, glaube ich, auch hier. Da habe ich es auch vergessen. Aber jedenfalls können wir dann wahrscheinlich auch noch den Kühlschrank hier beleuchten, was hier einige haben wollten. Und dann ziehen wir das Kabel hier hoch und dann können wir hier das nächste Mal, denke ich, also nächste Mal heißt nicht nächstes Update, sondern das nächste Mal, wenn wir hier am Bahnhof arbeiten, hier oben den Musikladen anfangen. Dafür haben wir jetzt, hier ist jetzt ein bisschen Chaos wieder vom Bauen. Aber ich habe ja noch die ganzen, nein, hier drüben sind sie. Teils aus diesen Videosets, die werden wir ja super einsetzen können. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei seid immer noch und ich bin froh über jeden Kommentar von euch und freue mich auch über jeden Kommentar, der jetzt noch kommen wird für dieses Video. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, viel Spaß beim selber bauen und dann bis zum nächsten Mal hier in der Brick World. Tschüss!